Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Die Themen, die ich frisch gepresst habe, sind Lufthansa, Internet an Bord, da ändert sich was. Austrian Airlines hat jetzt einen Flyer, nein, Bordkarten, also ihr wisst ja, diese Karten, wie diese Evakuierungsdinger sind, haben sie auch gemacht für Wetlease, damit es transparenter wird. Boeing muss wohl richtig Knete abschreiben. Emirates hatten 380er sogar, glaube ich, muss ich gleich gucken, auf Island gestrandet, weil ein Passagier ein Medical hatte und die Crew ein Timeout hatte. Am Frankfurter Flughafen gibt es wohl für die Swiss-Problematik bei der Abfertigung eine Lösung, mit der wohl Swiss zufrieden ist. Ihr könnt entscheiden, ob es da Stress gibt oder ob das eine Lösung ist, die gut ist. Und wir haben ein Thema von Fake-Rechnungen von Hotels. Da solltet ihr aufpassen, das ist das letzte Thema. Und damit habe ich alle Themen, glaube ich, schon durchgearbeitet, oder? Ja, haben wir. Wir können starten, oder? Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, einen Like dagelassen habt, kommentiert habt oder aber auch ganz, ganz wichtig, die Glocke angemacht habt, weil nämlich die Glocke dafür da ist, dass ihr natürlich immer wieder mit der Glocke unsere neuesten Sendungen bekommt. Denn wenn keine Glocke angemacht ist, reicht ein Subscribe anscheinend nicht mehr. Also egal wie, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich und danke für eure Unterstützung an dieser Stelle. Wir starten mit dem ersten Thema heute und da gehen wir auch direkt in ein Finanzthema als Armchair CEOs. Und natürlich wie immer mein Hinweis, wir geben keine Aktientipps, aber Boeing hat jetzt mal ein paar Milliardenabschreibungen machen müssen, was ja eigentlich auch klar war. Wenn man das Ganze sieht in Arlington, Virginia, was da bei Washington liegt, wo das Headquarter ist. Und ich habe ja oft gesagt, die sollten das Headquarter eigentlich wieder nach Seattle bringen. Ich weiß gar nicht, was der Quatsch soll. Ist es so, dass man natürlich im vierten Quartal again in the red numbers ist, also in den roten Zahlen. Und bevor wir hier Englisch machen, ist es so, für Boeing war 2024 damit das 6. Verlustjahr in Folge. 6 Jahre Verlust. Also sie müssten schon langsam merken, dass ihre Bude relativ scheiße läuft. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man natürlich dort ein paar Sachen macht. Der Blick geht auf die Mehrkosten, zum Beispiel durch die höheren Gehälter für Boeings Belegschaft. Und man traut aber trotzdem der Aktie einen Kurssteigerung zu von auf $200. Ist im Moment irgendwie bei 167,20 € oder 175,42 US-Dollar. Und dann geht es weiter. Natürlich gab es durch diese 737 MAX Abschreibung und Probleme durch den Unfall logischerweise. Dann ist es so, dass man auch mit der 777X wesentlich mehr Kosten hat und da möchte ich euch meine Zahl nennen. Die Sonderbelastung ist so, dass es 1,1 Milliarden Dollar sind. Davon sind 900 Millionen bei der 777X zu verorten. Krass, oder? Und dann nochmal die Auslieferungen, die da sind, diese verschoben worden sind, ist natürlich auch ein Problem. Lufthansa, habe ich ja gesagt, aber auch andere Fluggesellschaften warten ja händeringend auf die 777X oder aber auch für andere Flugzeuge. Und genau diese Verzögerungen kosten Millionen, wenn nicht sogar Milliarden. Weil Lufthansa zum Beispiel ja auch Flugzeuge mit Rabatt bekommen hat, die 737 MAX. Da hast du halt ein Thema, ne? Also da passiert was. Dann die Air Force One. Ja, der lustige Donald J. Trump wird den wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und da sind Sonderbelastungen von 1,7 Milliarden. Und damit ist es so, dass man 1/3 weniger Umsatz hat als im Vorjahresquartal. Und das waren dann 15,2 Milliarden Umsatz, die man hat. Und das ist schon richtig Knete, wenn das fehlt, ne? Ja, die Schuldigen haben wir ja benannt. Wir haben die Probleme benannt. Und wir wollen da auch jetzt, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingehen, außer dass man halt sagen muss, dass Airbus natürlich da wesentlich besser dasteht und ja, Boeing auch davon eilt. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass man damit halt jetzt die Nummer 2 ist und ja, gucken muss, dass man wieder zu Airbus aufschließt. Also schaut euch das Ganze gerne nochmal genauer an.
Wir gehen weiter dann auf einen Airbus A380 und da war ich richtig, dass das ein Airbus A380 war. Und zwar, die Emirates fliegt ja nach New York und die fliegen ja auch relativ hoch rum, fliegen übrigens auch in Russland, weil es die kürzeste Strecke ist. Und die Alpha 6 Echo Echo Quebec ist aufgrund eines Passagiers, dem es nicht wohl gut ging, wegen Medical in Keflavik zwischengelandet und dann ist die Crew leider nicht mehr rausgekommen, weil sie die Crew-Minimum-Restzeiten überschritten hat. Heißt also, dass sie da also auch die Zeit an Bord überschritten haben und damit dann halt die Zwangspause haben. Und das ist natürlich ein Problem, wo ihr sagt, naja gut, das interessiert mich, das interessiert die meisten nicht, aber wenn man lange Flüge hat und die Dienstzeiten wirklich auf Kante genäht sind und es passiert etwas, dann ist es natürlich ein Problem. Und genau das ist dann halt ein Thema, dass man dann in irgendwelchen Städten stecken bleibt. Keflavik ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Da gibt es irgendwelche anderen Städte, wo man ja schon gestrandet ist, irgendwo in Novosibirsk oder irgendwo im Russischen, was im Moment zumindest mit westlichen Fluggesellschaften nicht geht. Aber man kommt dann in Genuss auch von Flugplätzen, die man sonst anfliegen kann. Gab es da nicht auf Guam mal oder sowas irgendeinen Flieger, der gelandet ist, ein Militärflughafen, wo man nicht hinkommt? Also solche Themen sind dann natürlich vermehrt da für uns Flugenthusiasten vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir dann sagen, hey, Tick, Flughafen, die man normalerweise nicht abticken kann. Also ein Thema vielleicht für die Zukunft, dass so Ultra-Langstrecken oder auch einfach normale Langstrecken, New York ist ja eine normale Langstrecke, teilweise auch Probleme haben können dieser Art. Das Thema Wetlease ist ein Thema, was von euch viele auch nicht mögen. Sie sagen, wenn ich Lufthansa gebucht habe, wenn ich Austrian Airlines gebucht habe oder Swiss gebucht habe, dann möchte ich auch verdammte Hacke mit denen fliegen. Und ihr habt das ja jetzt auch, dass zum Beispiel bei der Swiss die Air Baltic ist. Ihr habt das ja auch bei Lufthansa, dass da andere fliegen. Oder die Brathons, ich betone das richtig, Brathons. Die haben ihre ATR 72 im Wetlease oder als ACMI, also Aircraft, dann Maintenance und Crew Maintenance Insurance, so Aircraft Crew Maintenance Insurance, so ist es richtig. Und manchmal wird man ganz wild mit den ganzen Abkürzungen. Und da ist es dann halt so, dann erwartest du halt einen Flieger und kommst dann halt in so eine Bude an. Und Brathons ist jetzt gar nicht so schlecht, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, aber es ist natürlich eine andere Kabine, ist eine andere Ausstattung, teilweise ein anderes Sitzformat, man hat andere Sitze, man hat vielleicht auch kein Internet an Bord, was man erwartet hat. Und. Aber Austrian Airlines oder die Lufthansa-Gruppe im Allgemeinen haben jetzt Infokarten rausgegeben, weil ja dieser Wetlease-Markt ja am Boomen ist und da wirklich sehr viel Bewegung reingekommen ist in diesen Markt und immer mehr Flieger von solchen ACMI oder Wetlease-Anbietern in den Markt gedrückt werden bei renommierten Fluggesellschaften. Und da will man halt wirklich mit dieser Karte dafür sorgen, dass die Leute also wissen, was es ist. Heißt also, dass man, wenn man ein Flugzeug von außen sieht, was halt nicht aussieht wie Lufthansa, Austrian oder was man gebucht hat und von innen auch nicht, die Crew auch nicht die Uniformen trägt, dann ist es halt so für uns als Vielflieger und als Aficionados, dass wir das Ganze natürlich durchaus wohlwollend betrachten und sagen, hey, okay, aber für den einen oder anderen, der wirklich am Ende des Tages, da sage ich jetzt einfach mal, nicht so beschlagen ist, der denkt so, oh Gott, was passiert hier? Sind die sicher? Und so weiter und so fort. Und deshalb gibt es diese Karte und da steht dann alles erklärt, wo ihr halt wirklich wisst, was dann da ist. Und es wird auch sogar erklärt, dass Brathons Regional Airlines sogar Wurzeln hat bis 1946. Also man da durchaus versucht, Vertrauen bei den Leuten zu bekommen. Wir haben auch Vertrauen in Internet und das ist auch so ein Thema, weil Internet ist ja für viele ein integraler Bestandteil und gerade für jemanden wie mich, der ja online lebt, um das mit dem, war das Boris Becker, der es gemacht hat, AOL oder was war das? Ich lebe online, oder was T-Mobile, Telekom? Ihr könnt es ja vielleicht unten reinschreiben. Da könnt ihr natürlich sagen,
Auch zum Beispiel die Frage des Tages, die erste, sollten Wetlease-Partner noch transparenter kommuniziert werden. Darf ich nicht vergessen. Aber es ist so, dass Lufthansa jetzt den Internetservice auf der Langstrecke verbessert. Ja, verbessert. So, und das ist natürlich so, dass man natürlich sagen muss, hey, das ist cool, andere Fluggesellschaften machen das ja auch. Und da ist es so, dass man jetzt die Verfügbarkeit besser hat. Man hat auch eine kostenfreie Option und damit ist man noch etwas bei Lufthansa nicht so ganz, wie andere das machen, aber es ist halt so, dass man jetzt die 320er ausstatten möchte, weil man ja da das Problem hatte mit Weight and Balance und die werden ja dann schwanzlastig, dass sie nicht auf den Boden fallen. Und die Langstreckenjets sind aber alle umgerüstet und die haben ja auch damals mit diesem, Connect bei Boeing, wie das hieß, Anfang der 2000er, war man ja Vorreiter. Und jetzt ist es so, dass man eine FlyMat Messaging haben kann, was dann billiger ist. Aber die Nutzung kostet je nach Tarif im Moment 5 bis 25 Euro, heißt also 5 für dieses Messaging, Premium 2 Hour sind, 2 Stunden sind, was sind es da, 15 ab. Immer natürlich kommt ein bisschen auf die Strecke an. Ihr könnt auch mit Meilen zahlen, was ich natürlich nicht empfehlen würde. Und weiter geht es dann ab 25 Euro, wenn ihr den Premium-Zugang für den ganzen Flug haben wollt. Jetzt ist es so, dass der Dieter Franks gesagt hat, der unser Chief Commercial Officer bei der Lufthansa Group ist, sein Management-Kollege Hein Reitz und Chief Customer Officer der Lufthansa Airlines ebenfalls, sicher, dass die Entscheidung gut angenommen wird. Und zwar die Einführung von kostenfreien Nachrichten auf der Langstrecke ist eine weitere wichtige Maßnahme. Also bin ich ja mal gespannt. Und die beiden Kranich-Töchter Swiss und Austrian haben das ja schon im Angebot, dass man kostenlos chatten kann auf Langstreckenflügen. Ihr könnt ja schreiben, ist das zeitgemäß, ist das besser, wie steht ihr zum Thema Internet im Flugzeug, ist das wichtig oder kann weg. Also ich erinnere mich noch dran an an Hotels, wo du in billigen Hotels schon kostenloses Internet hattest oder dass ich damals teilweise an so Billigbuden vorgefahren bin, das Internet von denen abgegriffen habe, weil das ohne Login damals noch ging oder heute auch teilweise noch geht, um Internet zu haben und in der teuren Bude dann halt das Internet nicht bezahlen wollte. Also insofern in Hotels ist das ja schon Standard, dass wenn man zumindest Statusgast ist oder über deren Webseite bucht, kostenloses Internet bekommt, so sollte es eigentlich auch im Flugzeug sein. Wobei ich sagen müsste, man kann streiten, ob man das Internet jetzt Premium kostenlos macht, aber die Option, dass man dann vielleicht für einen schmalen Taler das dazu kaufen kann, dass man priorisiert wird, macht schon Sinn. Und vor allem mit Starlink, das geht Schmus. Die Hand, damit ihr die auch seht. Schmus. Wir gehen nochmal zu einem Abfertigungsthema in Frankfurt. Das ist jetzt ein Spezialthema. Da gibt es ja einen neuen Abfertiger und das war die Swissport. Die hatte ja das Thema gewonnen und hat die Ausschreibung gewonnen und kann jetzt bei der Bodenabfertigung, da ist halt Reinigung, Gepäck ausladen, einladen und so weiter und so fort. Das sind solche Dienste, auch Toiletten und so. Ist es so, dass man da übergangsweise jetzt noch die Visag benutzt, um diese Aufgaben zu übernehmen, weil man nicht genug Personal gefunden hat, um das selber anzubieten. Und um da etwas abzuwenden, hat man halt diese Lösung gefunden, weil man nicht ausreichend Personal hat. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man für 7 Jahre sowas gewinnt und dann kein Personal findet, vielleicht liegt das daran, dass die Ausschreibung zu billig war und man kein Geld für Personalkosten hat. Ne? Also ein ganz großes Problem. Und natürlich ist es so, Visag selbst will ja auch Dienstleister am Boden bleiben in Frankfurt und hat ja auch dann bei der Vergabeentscheidung den Kürzungszwang gezogen, aber hat gesagt, nee, wir gehen vor das Verwaltungsgericht in Hessen. Aber die Entscheidung steht auch noch aus. Also insofern da interessante Moves. Ich weiß nicht, ob es für den einen oder anderen interessant ist, aber ich finde es immer wieder spannend, wenn man so etwas sieht, weil das sind ja die Leute, auf die wir als Vielflieger angewiesen sind, weil wenn der Flug nicht pünktlich startet, weil halt der Service nicht stattgefunden hat, Gepäck nicht eingeladen ist natürlich auch für uns dann doof. Was super doof ist, wenn man beschissen werden soll. Und da gibt es von Merit im Moment so eine Art
Scam, der nicht Marriott selber ist, aber die Frage aufwirft, hat Marriott da ein IT-Problem oder irgendwas oder andere Hotels? Und zwar ist es so, dass es Fake-Rechnungen gibt. Das heißt also, gab es auch bei Accor oder bei IHG und sowas. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Marriott-Geschichte, aber das ist halt das Letzte, was dort ist. Da bekommst du eine E-Mail und wirst aufgefordert, deine Übernachtung zu zahlen. Alles stimmt. Das Einzige, was nicht stimmt, ist die Reservierungsnummer und dass die E-Mail von einer E-Mail-Adresse kommt, die höchst merkwürdig ist. Und da muss man natürlich sagen, wie kann so etwas passieren? Und ich bin mal gespannt, wie ihr das so seht, wie das vonstatten gehen kann. Denn ehrlicherweise ist es so, wenn man so eine Payment Link hat, ja, ich wäre da sehr suspicious. Ich mache das ab und zu mal für Kunden, dass wir irgendwelche Reservierungen machen oder irgendwelche Reservierungen machen vom Hotel, die wir dann für den Kunden buchen, aber der Kunde muss dann bezahlen und dann lassen wir einen Payment Link kommen und über den Payment Link bezahlt er dann mit seiner Kreditkarte, aber dann wissen wir ja, dass wir das angefordert haben, aber ein Hotel wird niemals einen Payment Link von sich aus schicken. Nur wichtig ist halt an dieser Stelle wirklich zu sehen, dass alle Daten stimmen. Ja, also die einzigen 2 Erkennungsmerkmale, die es gibt, ist an der ersten Stelle die E-Mail-Adresse, die halt merkwürdig ist. Und das solltet ihr immer bei E-Mails gucken, wenn ihr die bekommt. Von wem kommt die? Ist die vertrauenswürdig? Und ich würde auch nie Links in E-Mails drücken, auch wenn das zum Beispiel von was Bekanntem ist. Ja? Dann die nächste Sache ist natürlich auch, dass die Reservierungsnummer nicht stimmt. Aber alles andere stimmt. Wie kann das sein? Heißt also wieder, dass die ihr Programm nicht im Griff haben. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass fast alle von euch das nicht nutzen würden, weil sie sagen, ich falle da nicht auf rein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht dann doch höher, wenn das alles Daten sind, wenn man sagt, ich übernachte jetzt doch in der Bude und die schickt mir eine E-Mail, ich muss bezahlen, what the fuck. Also, dass man da halt wirklich mehr Augenmerk drauf setzt. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ihr könnt jetzt wie immer natürlich die Fragen des Tages beantworten. Und zwar einmal, wie steht ihr zum Thema Internet an Bord? Sollte Internet kostenlos sein? Sollte Internet nur für Basisdienstleistungen kostenlos sein? Oder sagt ihr, Internet interessiert mich nicht? Die andere Frage ist, sollte es mehr Transparenz geben bei den ganzen Wetlease-Geschichten? Heißt also, dass man da von den Fluggesellschaften mehr Entgegenkommen erwarten sollte und da auch wesentlich mehr Möglichkeiten vielleicht sogar zum Umbuchen gibt. Oder findet ihr den Schritt in Ordnung und sagt, nee, brauchen Sie nicht, Hauptsache Sie erklären, was heißt Breathance, was heißt das, was heißt Air Baltic und was sind da für Serviceänderungen. Also hier nochmal von euch der Kommentar und an dieser Stelle wie immer natürlich die Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazu lassen. Und ich freue mich einfach, euch morgen wiederzusehen hier bei der Sendung. Also, danke, bis morgen und ciao und ich bin jetzt raus und viel Spaß.